Hallo, schön, dass Sie sich dieses Tutorial anschauen. Sie arbeiten an der HU und erwarten ein Kind? Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Sicherlich wollen Sie wissen, was nun ansteht. In diesem Video erklären wir Ihnen, wann und wem Sie Ihre Schwangerschaft mitteilen sollten und was es mit dem Mutterschutz auf sich hat. Ob und wann Sie Ihre Schwangerschaft der Humboldt-Universität mitteilen, entscheiden Sie selbst. Die meisten Frauen warten die ersten 12 Wochen ihrer Schwangerschaft ab. Bitte bedenken Sie jedoch, je früher Sie die Humboldt-Universität von ihrer Schwangerschaft unterrichten, desto besser kann sie einen wirkungsvollen Mutterschutz sicherstellen. Wichtig ist dies beispielsweise bei Labortätigkeiten oder anderen Arbeitsaufgaben, die potenziell gefährdend für Ihre Gesundheit oder die des ungeborenen Kindes sein könnten. Wenn Sie festgestellt haben, dass Sie schwanger sind und das auch schon von einem Frauenarzt bestätigt wurde mit einem Mutterpass, dann sollten Sie Ihren Vorgesetzten natürlich informieren. Ob Sie das schriftlich in einem persönlichen Gespräch oder per E-Mail machen, das bleibt Ihnen überlassen. Wichtig ist, dass Sie parallel auch die Personalabteilung über Ihre Schwangerschaft informieren. Und da ist es wichtig, dass Sie eine Kopie vom Mutterpass einreichen mit der Seite, wo der Entbindungstermin der vorläufige vermerkt ist und der Seite mit Ihrem Namen drauf. Alle anderen Angaben, die da rund um irgendwelche Untersuchungen gemacht wurden, können Sie schwärzen. Wenn Sie Ihre Schwangerschaft bei uns angezeigt haben, dann werden wir im ersten Zuge die Mutterschutzfrist festsetzen. Darüber erhalten Sie auch ein Informationsschreiben, wo auch weitergehende Informationen rund um Mutterschaft, Mutterschutz, Mutterschaftsgeld drin aufgeführt sind. Dann wird zeitgleich geguckt, weil ja eine werdende Mutter ein bestimmtes Schutzbedürfnis hat, dass man den Arbeitsplatz sich anguckt, ob das an den Bedürfnissen einer werdenden Mutter angepasst ist. Sollten dort Gefährdungen vorhanden sein, müssen die abgestellt werden, verändert werden. Sollte dies nicht möglich sein, muss man schauen, ob man einen anderen Arbeitsplatz innerhalb der Uni findet, wo die werdende Mama arbeiten kann. Sollte auch das nicht möglich sein, dann würde man von Seiten der HU ein Beschäftigungsverbot für die werdende Mama aussprechen und sie geht dann erstmal nicht arbeiten, bis das Baby auf der Welt ist. Wichtig ist, dass es für werdende Mamas eine Grenze, eine Höchstarbeitszeit gibt, die man nicht überschreiten sollte. Und man muss aufpassen, dass man nicht anordnen darf, dass die Mutter vor 6 arbeitet oder nach 20 Uhr. Das ist wichtig, einfach damit sie nicht überlastet wird und dadurch die Schwangerschaft gefährdet. Ansonsten muss man aufpassen, dass die Mutter nicht in Kontakt mit gesundheitsgefährdenden Stoffen kommt. Gasen, extremer Lärm, schwer heben ist auch eine Gefahr. All diese Dinge müssen vermieden werden. Ich hoffe, dass alle Fragen zum Thema Schwangerschaft und Mutterschutz soweit für Sie geklärt sind. Sollte dem nicht der Fall sein, können Sie auch da wieder sich vertrauensvoll an die zuständigen Personalsachbearbeiter in der Personalabteilung wenden und auch das natürlich telefonisch per E-Mail oder in schriftlicher Form. Sollten Sie für erforderliche Vorsorgeuntersuchungen keine rechtzeitigen Termine außerhalb Ihrer Arbeitszeit bekommen, muss Ihr Arbeitgeber oder Ihre Arbeitgeberin Sie für die ärztlichen Untersuchungen sowie für die Anfahrt freistellen. Wenn Ihr Arbeitgeber oder Ihre Arbeitgeberin das verlangt, müssen Sie die dafür erforderliche Zeit nachweisen. Nachdem die Mitteilung Ihrer Schwangerschaft die Personalabteilung erreicht hat, wird diese Sie über die Schutzfristen in den Wochen vor und nach der Geburt informieren. In den 6 Wochen vor der Geburt und in den 8 Wochen danach, bei Mehrlingsgeburten 12 Wochen, unterliegen Sie einem Beschäftigungsverbot. Dieses dient dem Schutz Ihrer Gesundheit sowie der Gesundheit Ihres Kindes. Während Sie auf die 6-wöchige Schutzfrist vor der Geburt auf eigenen Wunsch verzichten können, ist die Schutzfrist nach der Geburt zwingend. Sollten Sie gesetzlich krankenversichert sein, erhalten Sie während des Beschäftigungsverbots Mutterschaftsgeld. Dieses setzt sich aus einem Krankenkassenanteil und einem Arbeitgeberzuschuss zusammen und wird vom Arbeitgeber ausgezahlt. Den Antrag für das Mutterschaftsgeld können Sie bei Ihrer Krankenkasse stellen. Für den Antrag benötigen Sie das Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme
das den voraussichtlichen Tag der Entbindung angeben muss. Sollten Sie privat oder aber familienversichert sein, können Sie beim Bundesamt für soziale Sicherung einen Antrag auf Mutterschaftsgeld stellen. Dieses beträgt insgesamt höchstens 210 €. Bis zum ersten Geburtstag Ihres Kindes muss Ihr Arbeitgeber Sie auf Ihren Wunsch zum Stillen freistellen. Für mindestens zweimal 30 Minuten oder einmal eine ganze Stunde pro Tag. Sie können die Freistellung mündlich oder schriftlich verlangen. Die Zeit, in der Sie zum Stillen freigestellt sind, müssen Sie weder nacharbeiten, noch darf Ihr Lohn deshalb gekürzt werden. Diese Zeit darf auch nicht auf Ihre Ruhepausen angerechnet werden. Auch wenn Sie in Teilzeit arbeiten, steht Ihnen Zeit zum Stillen zu. Allerdings müssen Sie bei Teilzeitarbeit die Zeiten, in denen Sie Ihr Kind stillen, so legen, dass möglichst wenig Arbeitszeit ausfällt. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Video einen kleinen Überblick zum Thema Mutterschutz an der Humboldt-Universität geben konnten. Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich gerne an Ihre zuständige Frauenbeauftragte oder das Familienbüro.